Hinten mit Sonnenblumenkern und vorne mit Sesam und Mohn. Das muss ein Weltmeisterbrötchen sein. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ja, das ist das letzte Sonnenblumenbrötchen. Quatsch, Weltmeisterbrötchen. Und nein, das ist nicht von 2014 übergeblieben. Ich packe jetzt einfach ein paar neue, bevor ich hier noch mehr Käse rede. Das Rezept reicht übrigens für 8 Brötchen. Dafür am Morgen aus 20 Gramm Anstillgut, 60 Gramm Weizenmehl Typ 550 und 50 Gramm Wasser einen Sauerteig herstellen und so lange gehen lassen, bis sich das Volumen mindestens verdoppelt hat. Bei mir dauert das 6 bis 7 Stunden bei Temperaturen um die 30 Grad. Wie lange es bei dir dauert, hängt natürlich stark von deinem Anstellgut ab, wie aktiv es ist und welche Temperaturen bei dir herrschen. Du kennst dein Anstellgut am besten und weißt, wie lange es dauert. Lass mir aber gerne mal einen Kommentar dazu da, wie lange dein Sauerteig braucht, um sein Volumen zu verdoppeln, damit ich einfach mal eine Vorstellung davon bekommen kann, wie lange es bei anderen dauert. 2 Stunden, oder besser gesagt mindestens 2 Stunden, bevor wir den Hauptteig machen, werden für ein Quellstück 20 Gramm Leinsamen, das können geschrotete oder ganze Körner sein, und 30 Gramm Sonnenblumenkerne in einer Schale mit 120 Gramm kochendem Wasser übergossen. Ich habe das schon am Abend vorher gemacht und die abgekühlten Kerne dann in den Kühlschrank gestellt. Wenn der Sauerteig reif ist, geben wir für den Hauptteig 180 Gramm Wasser, 100 Gramm vom Sauerteig, das gesamte Quellstück, 250 Gramm Weizenmehl Typ 550, 150 Gramm Weizenvollkornmehl, 40 Gramm Roggenmehl Typ 1150 und 2 Gramm Backmalz oder 20 Gramm Honig in eine Rührschüssel und vermischen alle Zutaten, bis sie zusammenhalten. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Den Teig dann auf die Arbeitsfläche geben und für 5 Minuten verkneten. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und unterstützt den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit dem Video. Den Teig abdecken und 45 Minuten ruhen lassen. Nach 45 Minuten 10 Gramm Salz und 20 Gramm Wasser dazugeben und den Teig weitere 5 Minuten verkneten. Es dauert am Anfang etwas, bis der Teig beginnt, das Wasser aufzunehmen. Dann wird der Teig aber durch das zusätzliche Wasser sehr geschmeidig und man kann ihn einfach in der Schüssel mit einer Hand kneten. Den Teig abdecken und etwa 3 Stunden gehen lassen. Und wenn wir schon so lange warten müssen, können wir dem Teig noch mehr Kraft verleihen, indem wir ihn nach 45 Minuten dehnen und falten. Den Teig dafür mit der nassen Hand greifen, hochziehen und zur Mitte hin einklappen. Die Schüssel 1/3 nach links weiterdrehen und erneut den Teig greifen, hochziehen und umklappen. Die Schüssel noch ein weiteres Drittel drehen und den Teig dehnen und falten. Die Schüssel wieder abdecken und den Teig 45 Minuten ruhen lassen. Dann wiederholen wir das Dehnen und Falten und lassen den Teig anschließend weitere 45 Minuten abgedeckt ruhen. Und falls der Teig schon so kräftig ist, dass er sich gar nicht mehr mit einer Hand ziehen lässt, dann helfen wir uns einfach und nehmen noch die zweite Hand dazu. Während der Teig geht, können wir schon mal ein Backblech mit Backpapier belegen und die Arbeitsfläche mit Mehl abstäuben. Den Teig auf die Arbeitsfläche geben und zu einem etwa 24 x 20 cm großen Rechteck ausrollen. Mein Rechteck hat etwas runde Ecken, aber mich stört es nicht, wenn die Brötchen jetzt nicht alle exakt gleich aussehen. Auf die Unterseite, die jetzt nach oben zeigt, 50 Gramm Sonnenblumenkerne streuen. Möglichst gleichmäßig bitte und ordentlich andrücken.
Teigplatte dann schwungvoll umdrehen und die Oberseite mit Wasser einstreichen. Gramm Sesam und 40 Gramm Mohn in einer Schale vermischen und auf den Teig streuen. Falls du dich jetzt fragst, warum ich die Unterseite mit den Sonnenblumenkernen nicht vorher mit Wasser eingepinselt habe, dann aus dem Grund, weil es ansonsten eine Riesenspirerei gibt und der Teig gnadenlos an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Die Sonnenblumenkerne haften zwar erst einmal nicht besonders gut, aber da sie sich ja unter dem Teig befinden, verschmelzen sie damit, während der Teig weiter aufgeht. Teigplatte dann in der Mitte der Länge nach halbieren und jedes Stück in 4 rechteckige, etwa 6 x 10 cm große Weltmeisterbrötchen schneiden. Die Brötchen dann auf das Backblech legen, abdecken und für 2 Stunden bei Raumtemperatur gehen lassen. Anschließend bei 4 bis 5 Grad über Nacht für 10 bis 16 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen den Backofen auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Auf den Boden eine hitzebeständige Form oder Gusseisenpfanne stellen. Meine habe ich zusätzlich noch mit Bimsstein gefüllt, um noch mehr Hitze zu speichern und die Oberfläche für den Wasserdampf zu vergrößern, den wir nachher beim Backen benötigen. Wenn du das nicht hast, reicht eine einfache Auflaufform aus. Wichtig ist nur, dass das Gefäß, was du verwendest, die hohen Temperaturen ab kann. Und dann vor allen Dingen den Schock, wenn das Wasser dazu gegossen wird. Nicht, dass dein Gefäß dann platzt. Wenn der Ofen heiß ist, die Brötchen aus dem Kühlschrank nehmen und mit etwas Wasser einsprühen. Das Blech direkt in den Ofen schieben, mittlerer Einschub und sofort eine Tasse Wasser in die Form am Boden gießen. Die Ofenklappe schließen und die Brötchen in ca. 20 bis 25 Minuten goldbraun backen. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Hier, der Vorrat ist wieder aufgefüllt. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Weltmeisterbrötchen zu backen. Das ist nämlich ziemlich lecker. Ich gönne mir jetzt gleich eins hier mit Leberwurst. Bevor ich das mache, verabschiede ich mich aber. Dankeschön fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mich bisher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja gleich im nächsten Video wieder. In dem hier oder in dem hier, wie ich zeige, wie ich Leberwurst mache. Das gesagt, Nico ist weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Weltmeisterbrötchen backen gehen, das macht richtig viel Spaß.